Ich Ihnen, wie Sie zu Preisen oder auch zu Ihrem Druck kommen. Hier sehen Sie die Dateien, die wir hochgeladen haben, die unterschiedliche Zeiten haben. Und wir probieren jetzt vorher den Turm, den wir vorher hochgeladen haben. Wir sehen, der braucht 17 Minuten 13, wir wissen aber nicht, wie viel das in Geld ist. Sie sehen, Sie können ihn anklicken, jetzt geht der Button auf für die Anfrage. Wenn Sie noch ein zweites System, achten Sie darauf, dass es vom gleichen Druckertyp ist, weil dadurch, dass wir es automatisch an den Drucker schicken wollen, müssen die Drucker vom gleichen Druckertyp sein. Gut, wir probieren das einmal im Schnelldurchgang. Anfrage. Jetzt wird im Hintergrund Verarbeitung gestartet. Wir machen Test 1, 2, 3, ist ja wurscht. Sie können auch noch die Dringlichkeit geben, die hat momentan keinen Einfluss, noch ein Kommentar, wenn es wichtig ist. Und wir haben das gerechnet. So, hier, wenn es rot ist, ist noch nichts ausgewählt. Das heißt, wir haben zwei Drucker. Der eine aufgrund seiner Einstellungen verlangt in Summe 5,85 € und der andere 7,15 €. Der Unterschied ist, der eine ist online, das heißt, wenn Sie den unteren anklicken würden, würde es direkt beim Drucker rauskommen, sobald Sie bezahlt haben. Wir nehmen aber jetzt einmal den billigeren, wir drücken auf Speichern, zack. Und jetzt sehen Sie in Ihrer Liste automatisch bei den Anfragen, dass jetzt hier 29.09. Unser System in Bearbeitung ist. Was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund bekommt der Druckerbesitzer von dem Drucker, den Sie ausgewählt haben, jetzt eine Nachricht und er muss Ihren Druck akzeptieren, ob er ihn machen kann oder nicht. Das ist die Einstellung, weil der Drucker in Status manuell war. Wenn Sie hier mehrere Models in der Anfrage hätten, würden Sie sie sehen und die gleiche Ansicht sieht der Druckerbesitzer auch.